Im Rahmen des Summer Game Fest im Juni 2023, also vor über einem Jahr, gab es erstmalig Informationen zum Microsoft Flight Simulator 2024. Mit diesem Video möchte ich hier einmal kompakt zusammenfassen, was Stand September 2024 bisher bekannt ist. Das Ganze wird grundlegende Dinge umfassen, aber auch kleinere Details, die sich im ein oder anderen Entwickler-Livestream versteckt haben. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Die Xbox Game Studios und Asobo arbeiten nach eigenen Angaben mit einem Team von über 500 Mitarbeitern am größten und fortschrittlichsten Flugsimulator für Verbraucher aller Zeiten. Da die Informationen in den bisher gezeigten Trailern teilweise sehr rasant vorbeifliegen, werde ich diese ab und an pausieren, um auf Details einzugehen. Das Release-Datum habe ich hier mal selbst eingefügt und das ist am 19.11.2024. Ab Tag 1 befindet sich der Simulator im Game Pass, sowohl für Xbox als auch PC. Die verfügbaren Plattformen sind Xbox Series X und S, der PC über den Microsoft Store bzw. Steam sowie Xbox Cloud Gaming. Wenngleich zum Zeitpunkt des Videos noch nichts bestätigt ist, ist davon auszugehen, dass es wieder verschiedene Versionen geben wird. Im Vorgänger gibt es derer 3, im Game Pass ist hiervon die Standardversion. Auch zu den Systemanforderungen für PC wurden bisher keine Angaben gemacht, lediglich, dass diese nicht überdurchschnittlich höher im Vergleich zum Vorgänger sein sollen, da viele der Daten schlichtweg ausschließlich gestreamt und nicht vom eigenen System dargestellt werden müssen. Ein wichtiger Punkt in der Community ist, was passiert denn mit meinen gekauften Zusatzinhalten für den alten Microsoft Flight Simulator, also den 2020er, kann ich diese mit in den 2024er rübernehmen? Also ohne weitere Kosten, versteht sich. Hier überlässt Microsoft Asobo es den Drittanbietern selbst, wie sie damit umgehen, und es gibt mittlerweile einige, die sich bereits jetzt klar positionieren. Miltech Simulations beispielsweise, ich blende euch das hier mal zusätzlich mit ein, weist darauf hin, dass alle Produkte, die ihr für den 2020er gekauft habt, auch ohne zusätzliche Kosten im 2024er verwendet werden können. Auch für alle Microsoft eigenen Produkte, also zum Beispiel Local Legends und so weiter, werden keine Zusatzgebühren anfallen. Ob alle Inhalte natürlich ab Tag 1 für den Microsoft Flight Simulator 2024 schon verfügbar sein werden, ist eine ganz andere Sache, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Entwickler geben wird, die nochmal abkassieren wollen. Gerade User auf Xbox, die nicht über einen Community-Ordner Inhalte hin und her jonglieren können, sollten hier gut abwägen, welche Entwickler sie mit Einkäufen unterstützen möchten. Was zum Marktplatz außerdem bisher bekannt ist, behandle ich detaillierter in einem weiteren Video. Den Link findet ihr hier jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Zum Thema Inhalte allgemein gab es während eines Entwickler-Livestreams eine interessante Information. So kann jemand, der den Microsoft Flight Simulator 2020 bereits installiert hat, egal ob auf Xbox oder PC, ohne Bedenken auch gleichzeitig den Microsoft Flight Simulator 2024 installieren. Also ausreichend Speicherplatz vorhanden, versteht sich. Und am PC ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass es dann 2 Community-Ordner geben wird. Einmal für den 2020er und einmal für den 2024er. Inhalte, die ihr in beiden Versionen nutzen wollt, müssen also auch in beiden Community-Ordnern vorhanden sein. Auch zur Steuerung, ein weiteres interessantes Thema, wurden im Sinne von, wie könnt ihr diese hinterlegen und abspeichern, bereits erste Informationen mitgeteilt. Ihr könnt diese auf verschiedenen Ebenen konfigurieren, sowohl global wie auch Fluggeräte spezifisch, und auch das Speichern und Exportieren soll nun wesentlich einfacher und zugänglicher möglich sein. Eine interessante Neuerung im Microsoft Flight Simulator ist die Integration von Missionen und Karrieren. Aus dem Feedback der Community heraus war zu entnehmen, dass viele User im 2020er eben solches vermissen. Ich denke, den Entwicklern kann dieser Spagat sehr gut gelingen. Zu hoffen ist jedenfalls, dass neben der Integration von dynamischen Missionen und Karrieren der Gedanke, eine Simulation zu bleiben, nicht zu weit in den Hintergrund rückt. Und so drücken wir hier ein weiteres Mal den Pause-Button und gucken uns an, was da kommen soll. Da hätten wir Bergrettung, Brandbekämpfung aus der Luft, Fallschirmsprung, Forschungsflüge, Fotosafari, Frachttransport mit Helikoptern, industrieller Frachttransport, Konstruktionen aus der Luft, Landwirtschaft, Luftrennen, VIP-Passagierbeförderung im Privatjet, Segelflugzeugpilot und Tiefflugausbildung. Es ist hier nicht ausgeschlossen, dass weitere Punkte folgen, das sind die bisher bekannten. Und Microsoft gibt selbst an all diejenigen, die eventuell denken, das Ganze wird vielleicht zu arcade-lastig, Zitat, die Missionen und Aktivitäten, die in Microsoft Flight Simulator 2024 enthalten sind authentische Nachbildungen derer, die auf realen Flugplätzen durchgeführt werden. Zitat Ende.
Wer sich an den Release des Microsoft Flight Simulator 2020 erinnert, der weiß, dass Helikopter und Segelflieger erst einige Zeit später hinzugekommen sind. Im 2024er soll von Tag 1 an zum Beispiel Ballonfahrt möglich sein. Außerdem soll man die Möglichkeit haben, mit Luftschiffen unterwegs sein zu können. Und selbstverständlich sind jetzt auch Segelflieger von Tag 1 genauso integriert wie Helikopter. Auch was die dann damit einhergehenden Landeplätze angeht, hat man Großes vor und so kommen wir zu weiteren Verbesserungen, die im Microsoft Flight Simulator 2024 ab Tag 1 verfügbar sein sollen. Den Link zu den folgenden Daten packe ich euch selbstverständlich wieder in die Videobeschreibung. Wir fangen hier einmal, weil es so schön zu den Bildern passt, von hinten an. Hubschrauber-Landeplätze weltweit, weltweite Ölbohrplattformen, Segelflughäfen weltweit, weltweite vertikale Hindernisse, also zum Beispiel hohe Antennenmasten, hohe Industrieschornsteine und sowas eben, aber auch verbessertes Multithreading zur Leistungssteigerung allgemein, schnellere Download-, Lade- und Installationsgeschwindigkeiten, ein Cockpit-Tablet, das standardmäßig verfügbar sein soll und weitere Verbesserungen. Nach eigenen Angaben arbeitet man ja am digitalen Zwilling unserer Erde. Und so gibt es im Bereich der statischen Welt zum Beispiel Verbesserungen der Bodendetails. Im Bereich der lebenden Welt wird man beispielsweise den weltweiten Live-Schiffsverkehr integrieren. Der Live-Flugverkehr wird noch detaillierter, was die Modelle und Lackierungen angeht. Und im Bereich der dynamischen Welt werden beispielsweise Tornados vor uns auftauchen. Und damit meine ich jetzt nicht diese Kampfjets, nein, die gibt's ja schon, sondern diese Windhosen, also diese Luftdinger, na ihr wisst schon. Auf der Flight Sim Expo in diesem Jahr gab es außerdem eine Ankündigung für ein weiteres Tool, welches standardmäßig im Microsoft Flight Simulator 2024 verfügbar sein wird. Plattformübergreifend wird sich dieses mit der Routenplanung beschäftigen und ihr könnt beispielsweise auf einer mobilen Device, also auf Tablet oder Handy, über die App eine Flugroute planen, diese auf Xbox oder den PC übertragen und dort innerhalb des Flight Sims nutzen. Das Ganze scheint sehr umfangreich und ist sicherlich eine super Ergänzung. Zum Thema vorhandener Fluggeräte im Microsoft Flight Simulator 2024 sollen in den Wochen vor Release noch viele Informationen kommen. Einige Partnerschaften und Umsetzungen wurden bereits genannt. So kommt beispielsweise von INI Builds der Airbus A400M oder von FlightFX der Vision Jet. Wie man sieht, kommen nun also auch Fluggeräte in den 2024er, die im 2020er noch kostenpflichtiger Zusatzinhalt sind. Eine abschließende Liste, wie erwähnt, gibt's noch nicht, es bleibt also spannend. Was wir aber bisher wissen ist, es wird im 2024er dann Jahreszeiten geben. Außerdem wurde bereits erwähnt, man kann selbstverständlich wieder an allen x-beliebigen Stellen landen, aber jetzt auch aussteigen und sich wohl frei bewegen. Was es nicht geben wird, ist ein versionsübergreifender Multiplayer. Bedeutet, jemand, der nur den 2024er hat, kann mit jemandem, der nur den 2020er hat, nicht gemeinsam fliegen. Was wir auch sehen werden, ist ab Ende September der erste Entwickler-Livestream mit Jörg Neumann, der ab sofort den Flight Sim 2024 zum Fokus haben wird und nicht mehr den 2020er. Wie gewohnt halte ich euch auf diesem Kanal hier auch dazu immer auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen, Däumchen und Abo bitte nicht vergessen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.